Hallo meine Lieben, wir sind schon bei Tag 22 meiner Weihnachtskarten-Challenge angelangt und weil heute ja wieder ein Adventstag ist, werde ich mit 2 Sets arbeiten und das sind diese hier. Und was wir mit diesen 2 süßen Stempelsets machen werden, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir heute machen, die erste Karte ist so eine Karte. Da haben wir ein Wasserfallelement, wo man dran ziehen kann und dann klappen sich die einzelnen Bilder so auf und man kann es wieder zuschieben. Mal so was Interaktives. Und die zweite Karte, sehr puristisch, ist mir bewusst, aber ich finde es witzig, weil er so allein im Wald steht und das kommt noch viel stärker zur Geltung. Das heißt, ich habe nur den kleinen Rudolf und den Hasen koloriert und ansonsten den Stempel schwarz-weiß gelassen. Für die erste Karte braucht ihr Folgendes. Wir haben wie immer die Basiskarte in weiß. Die ist 21 cm x 14,8 cm, gefalzt bei 10,5 cm. Dann haben wir eine erste Mattung, 0,5 cm kleiner, das heißt, wir sind bei 10 cm x 14,3 cm. Und dann nochmal 0,5 cm kleiner, eine weitere Mattung und die ist somit 9,5 cm x 13,8 cm. Das ist das, was wir für die Basiskarte brauchen. Dann braucht ihr Streifen, um Stempel aufzubringen. Und dann brauchen wir hier 4 kleine Vierecke. Die sind 5 cm x 5 cm. Dann braucht ihr einen Streifen. Das wird dann der Streifen, um den Wasserfall rauszuziehen. Der ist 3,5 cm x 11 cm. Und dann braucht ihr noch rotes Papier für diesen Wasserfall. Was ich zudem machen werde, ist, ich werde die oberste Mattung mit diesem Embossing Die Cut prägen. Dann brauchen wir, um die Stempel auszustanzen, brauchen wir hier dieses Viereck, das ein bisschen kleiner ist als diese 5 x 5 cm. Dann brauchen wir natürlich irgendeinen Spruch von wegen Weihnachten, ne? Und hier werde ich nehmen Happy Christmas. Und naja, manchmal den Leuten ist nicht ganz klar, was sie mit so interaktiven Karten machen müssen. Und da habe ich hier so ein Set, wo Pull oder was auch immer drauf steht. Und ich nehme hier jeweils so einen dieser Pfeile, um anzuzeigen, okay, hier müsst ihr ziehen. Und natürlich unser Stempelset, wo ich mir 4 von diesen lustigen Vögeln aussuchen werde, um die auf den Wasserfall zu bringen. Ich würde sagen, wir starten mit dem Stempeln. So, ich habe mich für 4 Stempel entschieden. Immer schwierig bei dem Set, weil ich finde die alle so super süß. Aber ich konnte mich entscheiden. Jetzt müssen wir einfach gucken, dass wir genug Platz um das Motiv herum haben, um das Viereck auszustanzen. Und stempeln werde ich das mit dem Memento, weil ich will die Motive nachher noch kolorieren. Und die Stempel reinigen wie immer mit den Baby Wipes. Dann mache ich auch gleich weiter mit dem Happy Christmas. Und das stemple ich mit dem StarSon, weil die will ich logischerweise nicht kolorieren.
Und was ich auch gleich mache, ist, dass der Pull-Pfeil unten an diesem Streifen, und den stemple ich auch mit der Stason. Das ist effektiv auch schon alles, was wir stempeln müssen. Dann geht es weiter. Und zwar präge ich zuerst mal diese Karte, diese Auflagekarte. Da gucke ich einfach, dass ich die möglichst mittig hier drauf habe. Drehe sie um und lege sie auf die Platte drauf. Wunderbar, dann habe ich da dieses Muster drauf. Dann gehen wir hin und stanzen uns den Wasserfall aus. Und als allerletztes werden wir noch die Motive, die wir gestempelt haben, mit diesem Viereck ausstanzen. Die Motive sind ein bisschen größer in dem Fall, aber das ist nicht so schlimm. Sucht euch einfach den besten Platz aus. Also hier zum Beispiel weiß ich, ich will nicht die Mütze abschneiden, sondern eher unten der Ast. Dann klebe ich das einfach so fest und kurbel das durch die Maschine. Und dann sieht man immer noch, dass der auf einem Ast sitzt. Und bevor wir jetzt zum Zusammenkleben der Karte oder des Wasserfalls gehen, will ich die natürlich noch kolorieren. Welche der Copics ich verwende, das schreibe ich euch oben ins Bild rein. So, gesagt, getan. Und jetzt können wir die eigentlich auch schon auf diese roten Kärtchen kleben. Das mache ich mit einem Flüssigkleber. Wie immer hier dieser Zementitkleber, den ich in eine kleine Tube abgefüllt habe. Was wir als nächstes machen, ist dieses Wasserfallelement zusammenzubauen. Ihr habt hier vorperforierte oder vorgeschnittene Linien. Das ist so, wie sich der Wasserfall effektiv verbiegen wird. Und das heißt, zum Ziehen ist dieses Element. Und das heißt, wir müssen das hier hinten dran kleben, damit man das dann rausziehen kann. Festkleben durch das mit einem Doppelklebeband, weil das muss wirklich gut haften. Und da mache ich den Kleber hier oben auf diese Lasche drauf. Das heißt, beides umdrehen und dann so draufkleben. Damit es dann hier gezogen werden kann. Was ihr noch machen könnt, damit es hier auch ein bisschen schöner aussieht, nur wenn ihr das wollt, das ist so ein Eckenabrunder. Sieht das auch noch ein bisschen schöner aus. So, das ist der Wasserfall. Dann kleben wir effektiv die Kärtchen Reihe an Reihe hier oben drauf. Jetzt ist es so, mit diesem Standset, was ich habe für diesen Wasserfall, ich weiß nicht, sehr wahrscheinlich ist es so gedacht, dass die unterste Karte etwas länger ist. Ist so nicht schön, weil hier ein Rand hervortritt und den werde ich effektiv zurückschneiden. Das heißt, ich zeichne mir das hier kurz an, wo das durchgehen muss. Und dann schneide ich mir das kurz mit dem Schneidebrett zurecht. Und dann sieht das doch schon besser aus. Und jetzt kann ich hingehen und diese Kärtchen
nacheinander hier auf diese Streifen draufkleben. Das hinterste kommt direkt auf die Karte. Und da müsst ihr mit dem Aufkleben ein bisschen gucken. Die Kärtchen sind ganz, ganz minim größer. Von dem her gehe ich oben und unten mit dem Kleber nicht ganz raus. Und das zweite Kärtchen ist logischerweise dann nicht mehr ganz, sondern das geht hier nur auf dieses Langeck. Ihr könnt es auch mit Doppelkleber streifen, wenn euch das lieber ist. Ich arbeite halt gerne mit dem Flüssigkleber, deshalb mache ich das so. Und da guckt ihr einfach, dass hier die Kante und hier die Kante abschließt oder gerade aufeinander liegt. Bevor wir das jetzt auf die Karte kleben können, müssen wir noch die Karte zusammenkleben. Was ihr aber auch schon machen könnt, ist hier diese Laschen nach hinten zu biegen. Schön vorsichtig, weil das ist effektiv das Einzige, woran dieses ganze Element dann an der Karte kleben wird. Legen wir beiseite. Jetzt kümmern wir uns zuerst kurz um das Zusammenkleben der Karte. Wir kleben zuerst die Mattung auf die Karte. Dann kommt diese Auflagekarte auf die Karte drauf. So, und bevor wir jetzt das aufkleben können, haben wir noch einen Spruch und den muss ich mir noch zurechtschneiden, respektive ich werde den zurechtschneiden und dann in derselben Größe noch mal einen Streifen in Weiß ausschneiden, damit ich die aufeinander kleben kann und das ein bisschen stärker ist. Und die beiden Streifen klebe ich jetzt auch noch kurz aufeinander. Ist immer ein bisschen schwierig mit dem, wenn man gestempelt hat, das mit der Schneidemaschine oder auch mit der Schere, dass man das gerade hinkriegt. Deshalb arbeite ich eigentlich lieber mit Stanzen, aber ich hatte keine in der Größe. Aber mit ein bisschen Korrigieren, denke ich, ist das ziemlich gerade. So, und jetzt können wir hingehen und das Ganze zusammenkleben. Wir werden das Sentiment mache ich mit Dimensionals drauf. Jetzt können wir auch schon hingehen und hier auf diese beiden Laschen Kleber drauf geben. Wie gesagt, ihr könnt es auch mit Doppelklebeband machen, einfach irgendetwas, was wirklich stark klebt, weil eben das Einzige quasi ist, was die Karte, was dieses Element an der Karte festklebt. Und schon ist diese Karte fertig. Das heißt, wir haben hier
einen Wasserfall, wo wir an dieser Lasche ziehen können und dann klappen sich die einzelnen Bilder so auf und wenn man es zurückschiebt, klappen sie sich wieder zu. Für die zweite Karte, die hier etwas einfach ist, brauchen wir eine Basiskarte. Die habe ich aufgrund der Größe des Stempels, habe ich die auf 28 cm x 14 cm geschnitten und dann bei 14 cm gefalzt. Dann habe ich eine Auflegekarte, die ist wieder, wie man einen Zentimeter kleiner, das heißt 13,5 x 13,5 cm. Und dann die Karte, wo wir drauf stempeln werden, wieder 0,5 cm kleiner, das heißt 13 x 13 cm. Dann eben diesen Stempel und dann will ich oben noch für dieses Sentiment, habe ich hier ein Set, was wir auch schon verwendet haben für die kleinen Boxen. Da nehme ich sehr wahrscheinlich dieses, entweder Holy Jolly oder Holy Jolly Christmas, muss ich noch gucken. Eines diesen beiden werde es dann, ich stemple es auf weiß und werde es mit dem kleinen Framelit ausstanzen und dann lege ich dahinter noch einen größeren Kreis in Rot. Das ist das, was wir machen werden. Und deshalb starten wir jetzt eigentlich auch gleich mit dem Stempeln. Da ihr keinen Platz habt für die Magnete, guckt einfach, dass ihr ganz sicher unten in der Ecke mit der Karte liegt, damit, wenn euch die verrutscht und ihr nachstempeln müsst, was ich ziemlich sicher bin bei so einem großen Stempel, dass ihr einfach wieder das Ganze in die Ecke runterschieben könnt und das am selben Ort stempelt. Stempeln werde ich mit der Memento, weil ich will da auch noch ein ganz kleines bisschen kolorieren. Jetzt denkt ihr sehr wahrscheinlich, ne, alter Schwede, wenn wir das alles kolorieren wollen, dann sitzen wir morgen noch hier. Tatsächlich will ich aber nur eines kolorieren und das ist der Rudolf hier in der Mitte, damit er wirklich aus dem Bild raussticht. Aber bevor wir ans Kolorieren gehen, will ich kurz noch das Sentiment stempeln. Ich habe mich doch für das Holy Jolly Christmas entschieden. Und das kann ich effektiv mit der so stempeln. So, und dann gehen wir hin und werden noch diesen Spruch ausstempeln und den roten Kreis für den Hintergrund von diesem Sentiment. Können wir die beiden schon mal zusammenkleben. Dann gehe ich hin und werde diesen Rudolf noch kurz kolorieren. Welche Copies ich hier verwende, das schreibe ich euch auch oben rein. Ich habe noch entdeckt, dass da hinten noch ein kleiner Hase ist. Den habe ich auch noch koloriert. Ansonsten lasse ich das wirklich in Schwarz-Weiß. Und jetzt können wir hingehen und das Ganze zusammenkleben.
Und den Spruch, den werde ich effektiv mit Dimensionals draufbringen. Normalerweise würde ich so Sprüche eher in die Ecken oder an den Rand ziehen, aber da die Karte sonst wirklich nicht viel Farbe hat, habe ich den extra wirklich so ein bisschen ins Zentrum genommen, trotzdem nicht ganz mittig. Naja, also es mag Leute geben, denen sowas nicht gefällt. Ich finde es eigentlich ganz witzig, mal sowas zu haben. Ich hoffe, euch haben die beiden Ideen gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Die Materialien, die ich verwendet habe, die habe ich euch unten in die Links reingestellt. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis bald!